Als ein Bauer entdeckte, dass eine seiner Kühe trächtig war, war er überglücklich. Als sie jedoch versuchte zu gebären, war er schockiert von dem, was er sah. Westaustralien ist ein riesiger trockener Ort mit rotem Sand und blauem Himmel, soweit das Auge reicht. Für viele Menschen mag es wie ein anderer Planet aussehen, aber für andere ist es ganz normal. Einer dieser Menschen war ein Mann namens John Mackenzie, der eine Rinderfarm einige Meilen außerhalb der nächstgelegenen Stadt besaß. Er und seine Familie liebten den Frieden und die Ruhe und genossen es, ihr Vieh abseits des Rampenlichts der Großstadt zu haben. Die Farm war seit 3 Generationen im Familienbesitz und hatte sich stetig weiterentwickelt. Ursprünglich gründete Johns Großvater die kleine Farm als reinen Nebenerwerb, um ein wenig Geld zu verdienen. Als das Geschäft profitabler wurde und die Rinderfarm erfolgreicher wurde, wurde sie bald zum Hauptaugenmerk von Johns Großvater. Johns Vater übernahm den Betrieb der Farm. Die Farm umfasste mehrere 100 Kühe, bis der Besitz schließlich an John überging, der das Land bewirtschaftete und sich um die Tiere mit dem gleichen Enthusiasmus und Elan wie sein Vater und Großvater vor ihm kümmerte. Er hoffte sogar, dass sein Sohn den Hof eines Tages übernehmen würde und die Geschichte fortsetzen würde, die er vor über 80 Jahren begonnen hatte. Mein Stolz und meine Freude, sagte John oft über seine Farm. Ich lebe hier, seit ich geboren wurde und ich arbeite auf dem Land und mit den Tieren, seit ich ein Teenager war. Es ist, als ob ich dazu bestimmt war, Bauer zu werden, bevor ich geboren wurde. Es ist ein Glück, dass ich den Job so sehr genieße, denn ein leidenschaftlicher Landwirt zu sein, ist in vielerlei Hinsicht lohnend. Farmer John kannte alle seine Kühe. Für andere Leute sahen sie vielleicht alle ziemlich gleich aus, aber John kannte sie anhand ihrer Markierungen und sogar an ihren Geräuschen. Er begrüßte so viele Kühe wie möglich, während er seiner Arbeit auf dem Hof nachging und verbrachte Zeit damit, ihnen ein wenig Aufmerksamkeit zu schenken, wenn er konnte. Das zeigte, wie liebevoll John war und wie sehr er sich für seine Arbeit engagierte. Doch eines Tages, als er seine morgendliche Routine machte, bemerkte er etwas Seltsames an einer der Kühe. Daisy hieß sie und sie war normalerweise eine der ersten, die ihn begrüßte. Aber in den letzten Tagen stand sie zurück und schaute traurig, während die anderen Kühe ihn wie gewohnt begrüßten. John schob es darauf, dass sie vielleicht müde war. Schließlich war es mitten im Sommer. Aber mit den Tagen war er wirklich besorgt. Er erinnerte sich daran, wie sie normalerweise Geräusche von sich gab und gestreichelt werden wollte. Als Daisy diese Zuneigung nicht bekam, wusste John, dass irgendetwas nicht in Ordnung war. Also rief er einen Tierarzt an, um nach Daisy zu sehen. Zu Johns großer Freude stellte er fest, dass sie trächtig war. Es war immer eine aufregende Zeit für den Hof, wenn eine Kuh trächtig wurde. Das Wunder des Lebens geschah auf seine Weise. Daisy war jedoch eine der älteren Kühe auf dem Hof. Daisy war definitiv schon älter und John musste während der Trächtigkeit ein Auge auf sie behalten, denn das war wichtig, wenn das Kalb glücklich und gesund geboren werden sollte. John versorgte Daisy mit allem, was sie brauchte, von Futter und Wasser bis hin zu Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln, damit es ihr gut ging. Je gesünder die Kuh, desto gesünder das Kalb. Daisy wurde immer größer und größer. Sie war schon eine kräftige Kuh, aber sie wurde wirklich riesig, als das Kalb in ihr heranwuchs. Die Trächtigkeitsdauer von etwa 9 Monaten war die gleiche wie bei den Menschen. So hatten die Babys viel Zeit, um sich zu verwirklichen und zu wachsen, bevor sie überhaupt geboren wurden. Doch die Zeit verging wie im Flug und schon bald zeigte Daisy Anzeichen dafür, dass sie endlich bereit war zu gebären. John führte die Kuh zu einem Stall, in dem viel Heu auf dem Boden verstreut war. Er rief den Tierarzt an und begann zu flüstern, um sie zu beruhigen, bis der Arzt eintraf. Nach einer halben Stunde kam der Tierarzt in den Stall und sowohl er als auch John machten sich bereit für die Show, gerade noch rechtzeitig. Denn Daisy begann zu pressen. Das Kalb rutschte schließlich frei und fiel sanft auf den Heuhaufen. Daisy drehte sich um und stupste das niedliche Kälbchen mit ihrer Nase, während es sich wackelig und unsicher umsah. Als erfahrener Viehzüchter kam Farmer John zu Hilfe und sprang mit einer Decke in Aktion, während der Tierarzt die Atmung und andere wichtige Dinge überprüfte. Aber gerade als sie dachten, dass es vorbei sei, begann Daisy zu gebären. John war schockiert, denn es war sehr selten, dass Kühe 2 Kälber zur gleichen Zeit haben. Doch er machte sich wieder an die Arbeit und beruhigte die gebärende Mutter, um sie zu entspannen, und beobachtete, wie ein zweites Kalb aus ihr herauskam. Mehrlingsschwangerschaften sind also ziemlich selten und kommen ab und zu mal vor, aber er war echt schockiert, als er es mit eigenen Augen sah. Der Tierarzt bestätigte erneut, dass es absolut unmöglich war, und John freute sich über die beiden neuen Kälber auf der Farm, die sicher zu schönen und starken Kühen heranwachsen werden, genau wie ihre Mutter. Als John mehr Futter und Wasser in den Trog für Daisy schüttete, geschah etwas völlig Unerwartetes. Er stieß einen erschrockenen Schrei aus und der Tierarzt drehte sich gerade noch rechtzeitig um zu sehen, dass Daisy wieder zu gebären begonnen hatte. Nach mehreren gewaltigen Stößen wurde ein drittes Kalb geboren und schmiegte sich an seine beiden Geschwister, die müde zusahen.
Eine Kuh, die 3 Kälber bekommt, ist unglaublich und etwas, das John noch nie erlebt hatte. Er hatte nicht einmal geglaubt, dass es physisch überhaupt möglich ist, dass Kühe 3 Kälber auf einmal gebären können. Selbst der Tierarzt gab sogar zu, dass er bisher nur darüber gelesen und es noch nie gesehen hatte. Aber die Ereignisse des Tages waren noch nicht ganz vorbei. Daisy hatte sogar noch eine weitere Überraschung für alle. Obwohl sie sichtlich erschöpft war, begann Daisy erneut zu pressen. John konnte nicht glauben, was er da sah und stieß sogar einige Schreie der Erregung aus, als Daisy einfach ein 4. Kalb zur Welt brachte. So viele Kälber auf einmal ließ ihn und den Tierarzt komplett schockiert. Als Daisy schließlich sich neben ihre Nachkommen legte, inspizierte sie und baute die erste Bindung zu ihnen auf. Was haltet ihr von dieser unglaublichen Geschichte? Schau dir jetzt noch diese emotionale Geschichte an von einem Bauer, der nicht fassen konnte, was aus seiner Kuh herauskam.